Oh, was ist das denn? Sind das etwa die IT-Trends mit eurem allerliebsten Hacker und Bartfluencer Morpheus? Ja, herzlich willkommen heute mit ganz tollen Themen wie dem Cyberkrieg im März und einem iOS Jailbreak und außerdem der Luca-App, die ein bisschen witzig geworden ist in letzter Zeit. Lasst uns beginnen. Und wie immer starten wir mit den Hacking News, dieses Mal mit einem Bericht von Akamai. Akamai ist ein Web-Security-Dienst, trifft es eigentlich nur so halb, aber hier wird er so beschrieben, es ist eigentlich ein Dienst für mehr Internetgeschwindigkeit, damit eben der Traffic schneller bei euch ist, ein CDN eben auch. Und ja, man kann dadurch seinen Internet-Traffic wirklich beschleunigen. Doch wie kann Internet-Traffic sehr, sehr stark verlangsamt werden? Naja, mit einem Denial-of-Service-Angriff. Das heißt, ein Angriff, der Webseiten zum Beispiel lahmlegen kann. Und deswegen forscht Akamai natürlich auch, wie man Denial-of-Service eben verhindern kann. Und es forscht auch nach Statistiken. Die ergeben sich einfach so, wenn man die ganzen Daten hat. Ja, und dieser Bericht sagt nun aus, dass in 2021, also dem bisschen Jahr, was wir bisher hatten, diese 3 Monate, naja, da ist schon mehr Denial of Service gewesen als im gesamten 2019. Das ist 2 Jahre her. Das heißt, das Ganze ist seit 2019 um das 4-fache schlimmer geworden ungefähr und es könnte bis zum Jahresende noch deutlich schlimmer werden. Letztes Jahr war es allerdings nicht doppelt so schlimm wie 2019, nein, dieses Jahr ist tatsächlich 57% schlimmer als letztes Jahr. Das heißt, die Steigung steigt, ja, da könnt ihr ein bisschen eure Mathekenntnisse reinwerfen. Wir sind hier quasi in so einem Aufwärtstrend. Immer mehr Botnetze, immer mehr Denial-of-Service-Angriffe und immer mehr, gegen das sich Webseiten verteidigen müssen. Mittlerweile gibt es ganz gute Dienste dagegen, zum Beispiel Cloudflare oder eben Akamai oder eben andere solche Protection-Dienste, aber kleinere Webseiten, die sowas vielleicht nicht eingerichtet haben, sind da ordentlich in der Gefahr. Und warum ist das eigentlich so? Naja, ganz einfach, weil vielen Leuten langweilig ist und teilweise auch der Cyberkrieg hier wieder ein bisschen schuld dran ist. Deswegen muss man ganz klar sagen, wenn ihr Webseitenbetreiber seid, dann holt euch den Denial of Service Protection. Man kann es einfach nicht anders machen. Ist mittlerweile leider fast Pflicht. Das nächste ist wieder mal ein Beweis dafür, wie wichtig es eigentlich ist, dass man ethische Hacker hat. Das heißt Hacker, die nichts Böses wollen, sondern eben einen Fehler auf einer Webseite finden und den melden. Denn hier hat ein ethischer Hacker, Pentester, Bug Bounty Hunter, nennt ihn wie ihr wollt, namens Lexman Muti, ja wahrscheinlich absolut falsch ausgesprochen, $50.000 für eine Schwachstelle bei Microsoft bekommen. Und die hat es in sich gehabt. Das bedeutet, ihr hättet hier, eigentlich jeder hätte hier sein Microsoft-Konto einfach verlieren können, sofern er keine 2-Faktor-Authentifikation anhat. Denn bei Microsoft ist es so, ihr könnt euch euer Passwort zurücksetzen lassen. Dazu bekommt ihr dann an eure E-Mail-Adresse ein Verification-Code geschickt. Das heißt, ich kann natürlich einfach für jede E-Mail-Adresse hingehen und sagen, ich würde gerne das Passwort von dieser E-Mail-Adresse zurücksetzen. Und ich muss nicht im Begriff oder im Besitz dieser E-Mail-Adresse sein, kann aber einfach diesen Verification Code dann brute forcen. Das heißt, ich kann mehr oder weniger ausprobieren, welcher war richtig. Klar, Microsoft hat da auch verschiedene Abwehrmechanismen dagegen. Man muss also ungefähr, wenn das Ding 7 Stellen maximal hat, insgesamt 10 Millionen von diesen Codes da einfügen und nach einer gewissen Anzahl an Anfragen wird man von Microsoft geblockt. Jetzt hört sich 10 Millionen erstmal sehr viel an, aber wenn man ein Botnetz hat, wie zum Beispiel gerade erwähnt, eines dieser Botnetze, die immer weiter, immer größer werden, dann kann man hier einfach hergehen und alles auf einmal anfragen, also alle Verification Codes auf einmal schicken. Denn mehr als 1000 IP-Adressen waren nicht nötig für diesen Angriff. Und damit hat man sehr, sehr schnell eigentlich diesen Verification Code tatsächlich ausgebrute-forced und ja, kann sich anmelden als derjenige, wo man gerne sein möchte. Ja, nicht ganz so toll, deswegen bin ich froh, dass das hier gefunden wurde und dass hier auch jemand dafür bezahlt wurde und dass es nicht wieder auf die schlechte Art und Weise rausgekommen ist, nämlich irgendwelche Hacker, die dann irgendwas wieder kaputt gemacht haben. Ein Glück haben wir ethische Hacker. Stellt euch vor, ihr hostet eine Webseite im Internet und ihr nutzt PHP. Das tun immer noch 75% aller Webseiten und nun passiert Folgendes. Ihr merkt, oh, da ist irgendwie ein Hacker am Werk bei mir auf der Webseite und ihr wisst nicht wieso. Ja, und dann stellt sich raus, PHP selbst, die Programmiersprache, mit der ihr eure Webseite gemacht habt,
wurde gehackt. Das ist ziemlich fatal, denn was passiert ist folgendes. Ein Hacker hat irgendwie Zugriff auf das Repository von PHP bekommen. Das heißt, da wo der ganze Code gespeichert ist, da hat er irgendwie Zugriff drauf bekommen und hat etwas hochgeladen, was so aussieht, als wäre es ein normaler Entwickler gewesen und als hätte er einen Rechtschreibfehler repariert. In Wahrheit war das allerdings Code, der dazu führte, dass alles, was im Header einer Webseite, das heißt zum Beispiel, wenn ihr eine Anfrage stellt, dann stehen im Header eure Cookies drin. Also dort drin, das wurde als Code interpretiert. Und damit kann man jede Webseite komplett übernehmen, wenn das wirklich live gegangen wäre. Ist zum Glück aufgefallen, aber trotzdem ist sowas sehr, sehr kritisch. Man hat also vermutlich irgendwie die Infrastruktur, also die Serverstruktur von der Programmiersprache selbst gehackt. Und naja, infolgedessen hat sich jetzt PHP, also die Sprache, dafür entschieden, ab sofort alles bei GitHub zu hosten. Stellt euch lieber nicht vor, was passiert wäre, wenn GitHub kaputt gegangen wäre. Das wäre ziemlich übel gewesen. Allerdings eine spannende Sache ist, dass hier die Hacker einen gewissen, eine Referenz auf Zerodium in diesen Quellcode reingeschrieben haben. Das steht da einfach so mit drin. Und Zerodium ist eine Firma, die Zero-Day-Exploits aufkauft für sehr, sehr viel Geld und die dann an die staatlichen Behörden zum Beispiel weiterverkauft in Amerika. Das ist natürlich A, ein offensichtlich lukratives Geschäft und B, ein sehr dubioses Geschäft, möchte man meinen. Und ich würde nicht so ganz sagen, dass ich das gut heiße, denn solche Schwachstellen sollten eigentlich möglichst schnell repariert werden. Aber die Leute von Zerodium streiten alles ab und man weiß nicht ganz so genau, warum das eigentlich gemacht wurde. Also im Endeffekt war es ein Versuch, der hart gescheitert ist, aber trotzdem ein ziemlich ambitionierter Versuch, mal so eben 75% aller Webseiten irgendwie zu infizieren. Gut, auch den 6. größten Hardwarehersteller der gesamten Welt hat es getroffen, und zwar den Hardwarehersteller Acer. Acer wurde von Revil angegriffen und man vermutet auch hier, dass Microsoft Exchange-Lücken verantwortlich waren dafür. Die habe ich ja in einem gesonderten Video schon vorgestellt. Problem ist allerdings, dass nicht nur die Daten verschlüsselt wurden, sondern sie wurden auch noch geklaut. Und zwar sehr sensible Dokumente. Und die wurden nun schon teilweise veröffentlicht, um Acer noch ein bisschen mehr dazu zu bringen, diese Zahlungsforderung auch wirklich zu begleichen. Und die Zahlungsforderung ist die ever größte Zahlungsforderung. Und zwar 50 Millionen Dollar müssen die blechen, damit ihre Daten wieder entschlüsselt werden. Und ja, das ist wie eine Erpressung. Im Endeffekt kann man nur hoffen, dass wenn sie zahlen, dass dann die Daten nicht veröffentlicht werden und wieder entschlüsselt werden. Wenn sie Pech haben, passiert gar nichts, denn sie haben keine Kontrolle über das Geld. Im Normalfall wird jetzt hier Acer hergehen und sagen, dass sie nichts zahlen werden. Dafür werden halt mehr Dokumente veröffentlicht werden und im Zweifelsfall werden sie halt ein Backup einspielen und dann hat sich das Ganze. Trotzdem, ihr seht, das Ganze ist für eine Firma ein gigantischer Image-Schaden. Und außerdem natürlich auch für alle Betroffenen, also die Daten, die geistern jetzt im Netz rum. Wenn da Kundendaten dabei waren, dann ist das natürlich auch sehr, sehr schwierig für Kunden. Wenn da Patentinformationen dabei waren, dann ist das eher unschön. Hier stellt sich jetzt natürlich die Frage, wer hat eigentlich die Schuld dahinter? Microsoft wegen der Exchange-Lücke, die Hacker, die aus China kamen und vom Staat wahrscheinlich finanziert wurden, oder Acer? Ich würde sagen, das ist so nicht so ganz einfach zu durchschauen, aber die DSGVO schreibt vor, dass wenn Daten geklaut werden, die Firma ein Strafgeld zahlt. Wer sollte das zahlen? Das dürft ihr mal ganz gerne mir sagen, was ihr da so meint. Und damit kommen wir nicht zum Hack der Woche, auch nicht zum Hack des Monats, da ja die IT-Trends jetzt ein paar Mal nicht waren, sondern wir kommen zu einer neuen Kategorie, und zwar den Cyberwar News. Ich habe einfach keinen betreffenderen Namen gefunden, der hier passen würde, denn ja, ich möchte euch in den nächsten 5 News vorstellen, was der Cyberwar im letzten Monat gemacht hat, sprich im März 2021. Es ist wirklich, wirklich viel passiert und ich dachte mir, darüber muss ich euch einfach informieren. Gerade mit Microsoft Exchange, das hatten wir ja auch, das war ja China scheinbar, aber es ist noch sehr viel mehr passiert. Und zwar fangen wir mit Deutschland an. Deutsche Politiker haben momentan eine erhöhte Chance, von Phishing betroffen zu werden. Und das von sehr gutem Spear-Phishing. Das heißt, es ist wirklich gezielt auf diese Politiker eine Phishing-Falle angesetzt worden, genauso, dass die auch möglichst zum Beispiel auf Links anklicken oder irgendwas Spezielles machen wollen. Warum und wieso ist das jetzt Cyberwar? Nun, ganz einfach, das BSI hat gemeldet,
dass diese Angriffe auf Politiker hauptsächlich zur Verbreitung von Falschmeldungen sein werden. Und das ist natürlich etwas, das möchte man möglichst vermeiden. Wir wissen zum Beispiel, dass wenn das Vertrauen der Bevölkerung in die Politik schwächer wird, dass dann Unruhen im Land entstehen können. Das sehen wir vielleicht an den Maskendeals und so weiter und so fort. Ich will hier keine Stellung dazu beziehen, versteht mich da nicht falsch. Ich will nur sagen, es ist ein Problem, wenn sich sozusagen die Bevölkerung intern zerstreitet. Ja? Und hier noch ein paar mehr Falschmeldungen reinzustreuen, kann definitiv ein Land instabiler machen. Und deswegen ist es natürlich für ausländische Geheimdienste, die vielleicht nicht ganz so freundlich gegenüber Deutschland sind, durchaus von Interesse, da ein bisschen was zu drehen. So, und nun hat eben das BSI gesagt, speziell gegen CDU und CSU und SPD-Mitglieder, also die in der Regierung wirklich drin sind nun wirklich aktiv sehr, sehr gute Phishing-Kampagnen im Umlauf. Und ja, warum? Naja, ganz einfach, das ist einfacher, als wenn ich jetzt wirklich die Regierungskonten knacken kann, sondern ich kann mich einfach auf Social Media konzentrieren und dort quasi Misstrauen säen. Und jeder Politiker braucht Social Media, damit er, wie gesagt, eigentlich Wahlkampf machen kann, damit er ein bisschen mehr Präsenz hat, damit er einfach sich äußern kann und möglichst viele Leute erreichen kann. Also alles in allem ein gutes Tool für Politiker, um Werbung für sich selber zu machen, aber auch natürlich eine große Angriffsfläche. Und nun vermutet man, so zumindest auch wieder das BSI und der Spiegel, Ghostwriter hinten dran. Also das ist eine Hackergruppe, die dem russischen Geheimdienst GRU zugeschrieben wird. Allerdings muss diese Information natürlich auch sehr stark mit Vorsicht genossen werden, denn wenn ich jetzt sowas machen würde, dann würde ich im Zweifelsfall wahrscheinlich falsche Informationen legen. Das heißt, man kann hier nicht davon ausgehen, dass es auch wirklich der russische Geheimdienst war. Es zeigen nur ein paar Spuren hin. Kann aber absolut falsch sein. Als nächstes nichts, was so wirklich detailliert nur Cyberwar ist, aber momentan sind wieder sehr, sehr viele Word-Dokumente im Umlauf, die bösartig sind. Was genau heißt das? Das ist jetzt nichts Neues. Im Endeffekt geht es darum, in Word-Dokumenten kann man Code einbauen in sogenannten Makros und wenn diese Makros ausgeführt werden, dann können die quasi alles an Code machen. Jetzt ist aber mittlerweile fast jedem klar, dass solche Makros bösartig sein können und deswegen lassen sich Hacker immer wieder bessere Tricks einfallen. So auch mit Oblique Red, einem Remote Access Trojaner, der sich ein bisschen besser tarnt als der Durchschnittstrojaner. Und zwar geht es darum, dieses Makro an sich so zu gestalten, dass kein einziger Virenscanner irgendwas davon mitbekommt, dass da was Bösartiges passiert. Was macht man also? Man lässt den Payload, also die bösartigen Code, einfach raus. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, aber wie kommt dann aus meinem eigentlich nicht bösen Makro ein böser Code auf meinen Rechner? Und gute Frage, danke. Das ist eigentlich ein sehr interessantes Konzept, denn man bettet nun diesen bösartigen Code in Bildern ein. Man nimmt einfach ein Bild auf einer normalen Webseite und der nicht bösartige Code in dem Microsoft Word Makro lädt nun das eigentlich unschuldig aussehende Bild herunter, also wirklich eine Bitmap-Datei, BMP-Datei, die ihr wahrscheinlich auch schon mal hattet, lädt das Ding runter und dann wird der bösartige Code entpackt und ausgeführt. Und hier sehen wir, das ist eigentlich ziemlich clever. So hat eigentlich kein Virenschutz bisher damit gerechnet. Das heißt, hier gehen wir 50.000 verschiedene Umwege und dadurch wird das Ganze so undurchsichtig, dass die meisten Virenscanner da plötzlich nichts mehr von mitbekommen. Ja, warum packe ich das hier dann eigentlich in den Cyberwar? Nun, ganz einfach. Und zwar im Februar 2020 wurde diese Malware das erste Mal wirklich so in the wild gesichtet und man hat herausgefunden, dass sich dahinter Operation C Major verbirgt. Das ist auch wiederum eine Hackergruppe und die wird Pakistan zugeordnet. Und naja, der Regierung von Pakistan, denn die setzt genau diese Malware gegen Menschenrechtsaktivisten ein. Und das ist natürlich nicht so nett, wenn irgendwie ein Land wirklich Malware gegen seine Bevölkerung einsetzt. Außerdem wird sie, also genau dieselbe Malware, meistens auch noch vom Militär und der Regierung in Indien eingesetzt. Ja, alles in allem also noch ein Akteur mehr, der hier vielleicht seine Finger im Spiel haben könnte. Man weiß aber natürlich nicht genau, wer jetzt da speziell
als Ziel genutzt wird. Also bislang ist es noch kein echter Krieg, zumindest von indischer Seite aus. Aber ja, ich habe ein bisschen Befürchtung, dass das sich noch ändern könnte. Der größte aller staatlichen Hackerakteure bleibt aber immer noch China. Und ja, das sehen wir hier auch wieder in diesem Beispiel. Denn China ist nicht nur einer der größten staatlichen Hacker, sondern sie verfolgen auch momentan die Uiguren. Das ist eine Minderheit, eine muslimische Minderheit, die in China eigentlich beheimatet ist. Aber momentan flüchten sehr viele, denn sie werden verfolgt und ihnen passiert auf jeden Fall nichts Gutes. Ich will hier nicht zu sehr ins Detail gehen, ich bin kein politischer Mensch oder sowas, aber ich möchte hier über die Hacking-Seite aufklären. Und zwar, China hat bei sich im Land eigentlich Facebook gebannt. Das heißt, man kann Facebook eigentlich nicht mehr aufrufen. Aber es gibt natürlich immer noch viele Uiguren, die geflüchtet sind in andere Länder. Und dort kann man Facebook verwenden. Und jetzt hat die chinesische Regierung in Kombination mit Evil Eye, das ist ein in China beheimatetes Hacker-Kollektiv, wie man es auch nennen möchte, strategisch bösartige Webseiten gehostet und die über, naja, eben Facebook verteilt. Das heißt, im Endeffekt wirklich gezielt gesagt, wir wollen hier die Uiguren ansprechen mit diesen Websites, mit diesen Web-Services und die sind gezielt bösartig von China als Staat gehostet. Ja, und was dann im Endeffekt passiert, ist Folgendes. Von diesen Webseiten wird ein Exploit ausgeführt. Es wird zum Beispiel das iOS- oder Android-Gerät gehackt oder auch das normale Gerät gehackt. Darüber werden dann Kontakte ausgelesen, Standort wird ausgelesen und alle möglichen verschiedensten Messenger, die man installiert hat. Das nächste, was Evil Eye aber trotzdem noch gemacht hat, also quasi unabhängig davon, sie haben im App Store, im Android App Store tatsächlich einige trojanisierte Apps hochgeladen und veröffentlicht, die sowas wie zum Beispiel eine Keyboard-App sind. Also ihr könnt da zum Beispiel einfach tippen oder eine Bet-App, die speziell für Uiguren gedacht ist oder eine Wörterbuch-App, auch speziell chinesisch-türkisch zum Beispiel und so weiter und so fort. Also wirklich gezielt die Leute angesprochen, die uigurische Abstammung sind und die dann wirklich verfolgt und versucht mit Trojanern zu bombardieren. Ihr dürft mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben und mir sagen, was man dagegen machen soll. Facebook hat versucht, nun China komplett zu bannen und natürlich werden solche Apps immer wieder gelöscht, aber ja, es ist leider ein strukturelles Problem. Sowas muss man irgendwie automatisiert löschen und China ist halt sehr, sehr schnell mit Hochladen von neuer Malware. Und leider auch sehr gut im Entwickeln. So, und es geht immer noch weiter. Und zwar nochmals eine chinesische Hackergruppe, die die japanische Industrie angreift. Die Hackergruppe nennt sich Stone Panda. Was die machen, ist Folgendes. Die nutzen einfach tatsächlich ungepatchte Schwachstellen bei der japanischen Industrie aus. Das heißt zum Beispiel einfach irgendwelche CVEs, die halt noch nicht repariert wurden, für die aber eigentlich schon Updates da sind. Und das haben wir in Deutschland auch zuhauf. Ja? Also ihr wisst, wie lange es gedauert hat, bis mal alle Microsoft Exchange Server hier gepatcht wurden, beziehungsweise es sind immer noch nicht alle gepatcht. Dadurch kommt man natürlich auch in die Industrie wirklich rein und dort wird dann eine Malware installiert, die nennt sich Ekipekak. Ja, das ist rückwärts geschrieben Cake Piece, also im Endeffekt Piece of Cake sozusagen. Es war mega einfach da reinzukommen und was deren Aufgabe ist, ist folgendes. Die besteht aus 4 Teilen und jeder dieser 4 Teile tut etwas Eigenes. Jeder dieser 4 Teile nimmt sich so ein Stückchen von einer richtigen Malware, ein weiteres Stückchen von der richtigen Malware und noch eins und noch eins. Dann haben wir am Ende ein Puzzle und können daraus wieder eine gesamte, bösartige, große Malware zusammenbauen. Und damit natürlich dann alles machen. Also zum Beispiel Industriespionage, zum Beispiel können wir aber auch Ransomware verteilen und die Industrie so einfach blockieren und damit natürlich dann auch vielleicht eine wirtschaftliche Übermacht behalten oder erst bekommen. Alles in allem also ziemlich gefährlich und auch wieder sehr, sehr bösartig hier. Und was die Forscher gemeint haben, ist Folgendes. Diese 4 Module, die da zusammenhängen von Ekipekak, ja, ich muss das ablesen, sorry, ich kann das nicht aus dem Kopf, die sind natürlich alle so konzipiert, dass sie möglichst unerkannt sind. Und gesamt, also als Gesamtbild sozusagen, dadurch, dass man so viele Stücke hat, die man zusammenpuzzeln kann, werden die noch schwerer erkannt, als sie es ohnehin schon werden. Das bedeutet natürlich für Leute, die in der Verteidigung arbeiten, die Arbeit ist schon deutlich schwerer geworden.
Alles in allem eine sehr, sehr unschöne Situation, möchte man sagen, und wir können nur hoffen, dass uns das nicht auch bald blüht. Auch Großbritannien ist sich bewusst, dass Cyberkrieg nichts Angenehmes ist. Großbritannien, ihr wisst vielleicht, ist eine Insel, und eine Insel, das bedeutet, das Internet, das muss irgendwo herkommen. Und in dem Fall sind das meistens Unterwasserkabel, das heißt Tiefseekabel, die da tatsächlich Internet haben. Das heißt, das sind wirklich einfach Kabelbündel, die im Wasser drin liegen. Wer Zugriff auf diese Kabel hat, der kann das Internet so komplett abgreifen. Und nehmen wir jetzt einfach mal an, jemand könnte auf dieses Unterwasserkabel zugreifen, könnte da quasi mitlesen, dann könnte der den kompletten Internet-Traffic von und aus Großbritannien mitlesen. Das meiste ist zwar verschlüsselt, aber man könnte auch einfach durchschneiden und schon hat man Großbritannien mehr oder weniger auf dem Trockenen. Ha, Wortwitz, ihr versteht, wegen Tiefseekabel. Das Problem ist, Großbritannien hat nun in letzter Zeit ein paar russische U-Boote in dieser Region gesehen, die gefährlich nah an diesem Tiefseekabel dran waren, und auch die NATO hat schon mal gemeint, dass sie irgendwo da russische U-Boote gesehen hat, und die waren erstaunlich interessiert an solchen Tiefseekabeln. Alles in allem also durchaus sehr, sehr schützenswerte Kabel, und deswegen hat jetzt tatsächlich Großbritannien ein neues Schiff in den Auftrag gegeben. Die wollen jetzt nämlich ein neues ein neues U-Boot bauen, das speziell für die Absicherung von diesen Internet-Tiefseekabeln ist. Soll bemannt werden mit 15 Leuten, und ja, interessante Verteidigungssituation, aber klar, an sowas muss man eigentlich auch denken. Ja, das waren die Cyberwar News. Ich finde sie ehrlich gesagt erschreckend. Vieles davon kannte ich tatsächlich auch nur durch dieses Video jetzt, und man muss einfach sagen, das ist keine angenehme Situation, und schreibt mir gerne mal, was ihr zu diesem neuen Konzept von den IT-Trends haltet. Ich werde am Ende auch noch ein bisschen was zu dem Format sagen, weil es hat sich ja schon ein bisschen was getan in der letzten Zeit. Wir wollen jetzt allerdings weitermachen, und zwar mit den Darknet News, und heute mit, welches Thema hat euch in der letzten Zeit in den Medien am meisten verfolgt? War es A, der Impfstoff, oder B, Corona? Ja, ihr habt richtig geraten, es ist natürlich das Impfen. So, ihr könnt im Darknet momentan alles an Impfstoffen kaufen, aber hier meine ausdrückliche Warnung, bitte fallt auf sowas auf gar keinen Fall rein, ja. Das sind einfach nur Menschen, die Geld machen wollen aus einer Pandemie, und naja, ich meine, ähnlich wie unsere Politiker auch, okay? Aber ihr wisst nicht, was ihr euch da spritzt. Also nehmen wir an, ihr bestellt euch dort Johnson & Johnson für $600. Gibt's da tatsächlich. Und manche bieten sogar 50% Preisnachlass, wenn ihr 2 Dosen anstatt nur einer kauft. Aber ihr wisst nicht, was ihr euch dann da kauft. Im Zweifel oder im besten Falle für euch ist es halt einfach nur eine normale Wasserlösung oder irgendwas, was man sich einfach so ohne Probleme spritzen kann, ohne zu sterben. Aber im schlimmsten Fall spritzt ihr euch halt einfach wirklich reines Gift und sterbt dann daran. Im schlimmsten Fall ist es vielleicht eine Droge, die euch abhängig macht, und ja, ihr sterbt an dieser Droge oder was auch immer da passieren kann. Ihr wisst nicht, was ihr da kauft. Das sind wirklich keine Fachleute, und die können euch alles verkaufen. Und deswegen mein expliziter Rat hier, lasst die Finger auf jeden Fall von diesen Darknet-Impfstoffen, denn die bringen euch nicht nur vielleicht um, sondern sind natürlich auch noch höchst illegal, also sehr, sehr gefährlich. Das zweite, was man sich allerdings dort kaufen kann, ist sogar ein gefälschter Impfausweis, und zwar für ungefähr $150. Das ist tatsächlich sehr, sehr günstig, wenn man sich das mal so überlegt, und hier müssen wir uns natürlich klar sein, dass viele Menschen so einen gefälschten Impfausweis haben werden. Und was bedeutet das für uns? Können wir dann einfach so wieder normal weitermachen? Kann man sowas erkennen oder auch nicht? Sehr, sehr schwierige, sehr, sehr viele Themen. Ich will hier nicht weiter drauf eingehen. Ich wollte euch nur hier warnen, dass man Darknet-Händlern definitiv nicht vertrauen sollte. Da kann alles drin sein. Ist eine Wundertüte. Im Zweifelsfall schicken sie auch einfach gar nichts. Kommen wir zu einem etwas leichteren Thema, und ja, vielleicht nicht für alle, aber zumindest für uns. Google wird das wahrscheinlich anders sehen, denn ihr wisst vielleicht, Google stellt auch den Browser Google Chrome her, und naja, das steht quasi im Namen drin, no shit Sherlock, aber viele Leute denken, der Inkognito-Modus macht sie anonym. Im Endeffekt muss man dazu wissen, eigentlich sagt man hier nur, man hat keine Cookies gespeichert, zum Beispiel. Aber nun gibt es eine Klage gegen Google, denn Google sammelt auch weiterhin Daten, welche Webseiten ihr besucht, was auch immer ihr macht, wenn ihr den anonymen Modus, also den Inkognito-Modus eures Browsers verwendet.
Google behauptet, dass das in der Datenschutzerklärung drinsteht und eindeutig sei, aber eine US-Richterin meint, nö, das ist nicht eindeutig genug, das ist quasi Betrug, was ihr hier macht. Es ist noch kein Urteil gefällt, also das heißt, es wird noch entschieden werden, aber zumindest eine Verhandlung wird es geben. Und es ist natürlich auch ein gewisser Image-Schaden, denn nur dadurch, dass es jetzt eine Verhandlung gibt, ist das tatsächlich auch publik geworden, dass hier wirklich der Chrome-Browser im Inkognito-Modus weiter Daten sammelt. Schreibt mir gerne mal, ob ihr den überhaupt benutzt. Ich benutze ihn eigentlich ganz gerne, um irgendwelchen dritten Seiten meine Cookies eben zu geben und dann nicht mehr zu geben. Aber dass man da trotzdem getrackt wird, sollte eigentlich einem klar sein, denn man hat ja nicht irgendwie einen Schutz durch Tor-Netzwerk oder sowas. Trotzdem, für Google kann das ziemlich teuer werden, denn in den USA gibt es sowas, das nennt sich Sammelklagen. Und wenn da 5000 Leute tatsächlich dabei sind und klagen, dann kann das auf einmal plötzlich 5 Milliarden kosten und nicht nur vielleicht für eine Person so ein Tausender oder ein bisschen mehr. Aber ja, das ist ein interessantes Rechtssystem, was die da drüben haben. Ich wünschte manchmal, wir hätten das auch bei uns, aber offensichtlich haben wir das ja nicht, das wisst ihr ja wahrscheinlich. Der Lacher der Woche wird euch allerdings wahrscheinlich etwas aufheitern. Und zwar, man hat vor kurzem bei einem amerikanischen Atomkommandanten einen sehr interessanten Tweet gefunden. Und zwar Semikolon L, Semikolon, Semikolon, GMLXZSSAW. Das ist jetzt erstmal ein bisschen seltsam und manche Leute dachten so, krass, postet der da etwa gerade irgendwelche Atomwaffen-Launch-Codes oder sowas? Andere dachten vielleicht, das Pentagon wurde gehackt. Fun Fact, wisst ihr, was passiert ist? Sein Kind hat das Ganze getweetet, denn er war im Homeoffice und kurz nicht an seiner Tastatur. Offensichtlich machen nicht alle Leute eine Bildschirmsperre rein, während sie gerade mal auf Klo gehen. Aber ja, das ist auf jeden Fall mein Lacher wert. Das nächste habe ich jetzt hier mal den Win der Woche genannt. Aber ihr dürft mir gerne schreiben, wenn ihr da anderer Meinung seid. Aber ich finde, es hat tatsächlich etwas Gewonnenes. Denn es gibt einen neuen Jailbreak für iOS. Und zwar Versionen 11.0 bis 14.3. Und ja, was das bedeutet, lasst mich das ganz kurz ausführen. Ein Handy kauft man normalerweise mit Software vorinstalliert, aber im Prinzip ist ein Handy wie ein sehr, sehr kleiner, kompakter Rechner, den man in die Hosentasche stecken kann. Und hier machen jetzt die Firmen Folgendes. Sie installieren euch ein Betriebssystem, aber sie geben euch nicht die administrativen Rechte auf eurem Handy. Das heißt, ihr könnt nicht alles installieren, sondern nur das, was zum Beispiel Google bei Android oder eben Apple bei iOS zulassen. Sie lassen auch nicht alles zu, also das heißt, wenn ihr zum Beispiel entwickeln wollt, könnt ihr zum Beispiel auch nicht alles machen. Bei Google kann man sein Handy wirklich aktiv routen, also mit Absicht quasi. Bei iOS geht das aber eigentlich nicht. Und ein Jailbreak nutzt jetzt illegalerweise, also das ist eigentlich gegen die AGBs, nutzt jetzt eine Schwachstelle im Kernel aus, also wirklich eine Systemschwachstelle, um quasi die Nutzerrechte zu erhöhen. Das heißt, man hat danach mehr Rechte und kann im Endeffekt alles machen. Zum Beispiel auch Apps installieren, die man davor nicht installieren konnte. Das Ganze wäre eigentlich nicht nötig, wenn man das Handy wirklich als Hardware kauft und sein System selbst wählen darf. Aber Apple lässt das einfach nicht zu. Und deswegen ist es für viele Leute eine Erleichterung, dass nun Apple-Geräte geroutet wurden, denn man kann so alles eigentlich drauf machen und auch mehr customizen, mehr anpassen, eben mehr einfach mit seinem Gerät am Ende auch wirklich tun. Jetzt dürft ihr mir gerne mal eure Meinung schreiben. Findet ihr, Apple sollte eigentlich diese Hardware und damit auch die Root-Rechte, also die Administratorrechte für alle zur Verfügung stellen? Oder sagt ihr eher, ich bin eigentlich ganz froh, dass man nicht alles damit machen kann, denn es wäre ja gefährlich. Auf jeden Fall, ich finde es schade, dass man hier eine Privilege Escalation tatsächlich gefunden hat und dann auch tatsächlich ausnutzen musste, um diese Rechte zu bekommen, denn ich habe gerne meine Freiheiten und dadurch will ich natürlich auch eigentlich auf meinem Handy machen können, was ich möchte. Aber lasst uns doch einen kurzen Blick auf die Politik-News werfen, denn tatsächlich haben die Grünen, um die es jetzt geht gerade, ein Wahlprogramm vorgelegt und in diesem Wahlprogramm heißt es, sie sind dafür, den Staatstrojaner zu nutzen, wenn man Verbrecher verfolgen möchte. Allerdings, im Unterschied zur CDU und zur SPD sind sie dafür, gleichzeitig auch den Staatstrojaner, also den Einsatz vom Staatstrojaner, stark zu beschneiden. Zusätzlich möchte man eine Art Schwachstellensammlung anrichten, das heißt, man möchte die Schwachstellen, die irgendwie so auftauchen, möchte man reparieren, aber auf der anderen Seite, wenn man alle Schwachstellen repariert, wie kommt dann der Staatstrojaner auf die Handys drauf? Das ist tatsächlich eine Frage, die so nicht beantwortet wurde und
eigentlich kommt der Staatstrojaner auf eure Handys, wenn er eine Schwachstelle ausnutzt. Und wenn diese Schwachstelle behoben wird, dann kann man den Staatstrojaner nicht mehr aufspielen. Das heißt, es gibt eigentlich ein Entweder-Oder. Staatstrojaner oder Schwachstellen reparieren. Das ist immer so die Frage und deswegen bin ich natürlich gegen den Staatstrojaner, weil Schwachstellen sind nie gut. Wir sehen, was alles passieren kann und es ist mir egal, ob der Staat oder irgendwelche bösartigen Hacker in mein Handy einbrechen, es sind Einbrecher. Das heißt, ich finde das definitiv nicht gut. Ich finde allerdings gut, dass man den Staatstrojaner, also den Einsatz des Staatstrojaners ein bisschen mehr beschneiden möchte, aber am besten wäre es, ihn gar nicht mehr zu erlauben. Was ihr meint, dürft ihr mir wie immer gerne schreiben. So, und abschließend, bevor ich zu meinem kurzen Schlusswort komme, möchte ich mit euch noch über den Aufreger der Woche oder des Monats reden, und zwar die Luca-App. Die Luca-App sollte eigentlich ein separates Video von mir spendiert bekommen, in der ich mal kurz untersuche, wie es mit Security aussieht und wie es mit Datenschutz aussieht. Ich habe das Ganze sehr, sehr lange nach hinten rausgezögert, weil die App ist nicht Open Source. Ihr erinnert euch, damals bei der Corona-Warn-App war es unfassbar wichtig, dass die App auch wirklich Open Source wird. Jetzt die Luca-App, die auch von den Gesundheitsbehörden eingesetzt wird, aber nicht vom Staat entwickelt wurde, sondern von einer privaten Firma, das habt ihr vielleicht mitgekriegt, die ist nicht Open Source. Und zwar sehr lange nicht gewesen, obwohl sie schon eingesetzt wird bei sehr vielen Events. Und deswegen kann man natürlich auch keine richtige Sicherheitsprüfung hinlegen. Das heißt, es könnte im Zweifelsfall sein, dass irgendwo eine blöde Schwachstelle implementiert ist und ihr euch einen Trojaner aufs Handy holt. Ganz doof gesagt, könnte sein. Das geht bei jeder App, die nicht Open Source ist. Ist natürlich eher unschön. Jetzt hat die Luca-App tatsächlich versprochen, Open Source zu werden. Und zwar am Ende von März. Das haben sie so mal getwittert. Ende März ist offensichtlich ein dehnbarer Begriff. Sie meinten damit tatsächlich den letzten Tag des Märzes, beziehungsweise ich glaube den 30. oder 31., wo sie es veröffentlicht haben. Und ja, ich würde jetzt gerne ein Video über die Luca-App machen, aber ich darf nicht. Denn in deren Repository ist tatsächlich eine Lizenz drin, die verbietet, dass der Code irgendjemandem gezeigt wird und man dadurch Geld verdient. Kurzes Update zur Luca-App. Hier wurde scheinbar die temporäre Lizenz durch eine Open-Source-Lizenz verändert und offensichtlich haben wir diese eingeschränkte Lizenz, die davor gegolten hat, die wirklich sehr, sehr restriktiv war, nun geändert durch eine GNU General Public License. Das heißt, ich darf euch den Quellcode nun zeigen und das kann man auch nicht mehr einfach so wegmachen. Das heißt, wenn ihr Bock auf ein Video zu der Luca-App habt, dann schreibt ihr mir das ganz gerne unten in die Kommentare und dann schaue ich mal, ob ich da vielleicht was machen kann. Vielleicht sogar schon nächste Woche. Okay, so und jetzt am Ende möchte ich noch ganz kurz ein paar Worte über die IT-Trends an sich verlieren. Und zwar, ihr freut euch jedes Mal, wenn dieses Format kommt und das freut natürlich auch mich. Auf der anderen Seite sind die IT-Trends ein sehr, sehr schnelles und sehr, sehr anstrengendes Format auch für mich. Ich habe jetzt hier ungefähr so 60 bis 80 Minuten Rohmaterial gesammelt und tatsächlich noch viele, viele Stunden in die Recherche gesteckt und der Schnitt wird nochmal ungefähr 3 bis 4 bis 5 Mal so lange dauern. Ihr seht, das ist ein wirklich großes Projekt für mich jedes Mal und ich schaffe das meistens nicht komplett, dass ich das mache. Außerdem ist mir aufgefallen, dass die einzelnen Themen euch genauso interessieren und deswegen habe ich mir jetzt überlegt, die IT-Trends vielleicht nicht jede Woche zu machen, sondern in einem nicht ganz so regelmäßigen Abstand. Mindestens allerdings einmal im Monat, sodass wir einen groben Überblick haben, was alles so passiert. Dadurch habe ich ein bisschen mehr Themenfreiheit und kann euch noch mehr Themen vorstellen und weitere Videos eben machen. Und ja, ich glaube, das ist ein ganz guter Kompromiss, die nicht jede Woche zu machen, aber dafür eben ein bisschen ausgedehnter, so wie heute. Ich hoffe, ihr findet das gut, aber wie gesagt, das wird sich jetzt zeigen, nachdem ihr mir euer Feedback gegeben habt. Ich mache das Ganze eigentlich immer nur auf eurem Feedback basierend, also was ihr gut findet oder was ihr mehr guckt oder was ihr eben auch mehr kommentiert oder wie ihr kommentiert. Deswegen bin ich auf euer Feedback wie immer angewiesen und freue mich auf weitere IT-Trends und natürlich auch weitere Videos. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.